Entkräftung und Angst vor einer ungewissen Zukunft bestimmen in den letzten Kriegswochen den Alltag von Millionen deutscher Zivilisten. Fast alle hoffen auf ein schnelles Kriegsende. Die Bombardierungen der Städte und das Sterben vieler tausend Menschen demoralisieren und spalten die Heimatfront. Immer häufiger stehen Versuche der kampflosen Kapitulation einem blanken Fanatismus gegenüber. Noch gibt es einige, die bereit sind, Hitlers Ideologie des Kampfes bis zuletzt Folge zu leisten. Zu allem entschlossene Kämpfer verschanzen sich vielerorts hinter Hausecken. Nicht selten kommt es bei diesen letzten Gefechten zu weiteren sinnlosen Opfern unter der Zivilbevölkerung. Die meisten deutschen Soldaten und Volkssturmmänner entscheiden sich angesichts der hoffnungslosen militärischen Lage aber bald zur Kapitulation. Nach dem Ende der Kampfhandlungen kommen die Zivilisten aus ihren Verstecken, wie hier im sauerländischen Altenhundem. Die Gefühle der Menschen sind gemischt. Ein dem NS-Regime nahestehender Journalist aus Münster notiert am 1. April in sein Tagebuch: Heute Morgen habe ich schon unterwegs von verschiedenen Bauernhäusern weiße Fahnen wehen sehen, dass sich einem das Herz im Leibe zusammenkrampfte. Scheußlich war es zu erleben, dass deutsche Frauen an die Straße liefen und die Amerikaner um Zigaretten und Kaffee anbettelten. Und deutsche Jungen kletterten auf die Panzer und setzten sich zu den Amerikanern auf die Geschütze. So würdelos können wohl nur Deutsche sein. Zwar werden die alliierten Truppen nicht überall freundlich empfangen, doch meist begegnen sich US-Soldaten und die deutsche Zivilbevölkerung friedlich. Vielerorts besiegt die Neugier bald die Angst, und die amerikanischen Soldaten und ihr Kriegsgerät werden interessiert in Augenschein genommen. Ein 10-jähriger Junge aus der Nähe von Olpe schreibt in einem Schulaufsatz: Wir waren neugierig und gingen nach draußen. Ja, da gab es viel zu sehen. Panzer und kleine Autos. Dann kamen Fußtruppen. Plötzlich kamen Neger. Nein, wie die aussahen. Sie lachten und zeigten ihre weißen Zähne. Besonders Kinder und Jugendliche sind fasziniert von den fremden Soldaten. Bald lassen die US-Soldaten die Kinder an sich heran. Dieser Junge darf sogar die Filmklappe halten.